Am 25. September 2006 wachte die 14-jährige Schülerin Georgine Krüger früh am Morgen auf. Sie machte sich schnell fertig und ging zur Schule. Nach dem Unterricht stieg Georgine in den Bus, um nach Hause zu fahren. Das Mädchen hatte es eilig, da ihr eine Castingagentur versprochen hatte, sie anzurufen. Gegen 2 Uhr nachmittags stieg sie an ihrer Haltestelle in der Nähe ihres Hauses aus. Sie musste nur noch 200 Meter gehen, aber sie kam nie zu Hause an ihre Großmutter, die mit dem Mittagessen auf sie wartete, begann sich Sorgen zu machen. Georgines Schwester Michele sollte später nach Hause kommen. Da sie Musikunterricht hatte, als sie kam, fragte die Großmutter nach ihrer Schwester. Aber Michele wusste auch nichts. Georgines Mutter Vesna Krüger rief, als sie vom Verschwinden ihrer Tochter erfuhr, sofort in der Schule an und fragte, ob ihre Tochter im Unterricht gewesen sei. Dort bestätigte man ihr, dass Georgine anwesend gewesen sei. Die Frau versuchte, die Freundinnen des Mädchens zu kontaktieren, aber auch sie hatten keine Informationen. Schließlich ging Vesna zur örtlichen Polizeidienststelle, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Die Polizeibeamten schenkten dem Fall zunächst keine besondere Beachtung. Sie dachten, Georgine habe sich vielleicht mit einer Freundin gestritten oder sei zu einem Date mit einem Jungen gegangen. Als sie jedoch auch am nächsten Tag nicht zurückkehrte, befragten sie die Nachbarn. Einige gaben an, Georgine gegen 13:50 Uhr gesehen zu haben. Als sie aus dem Bus stieg, der etwa 200 Meter von ihrer Haustür entfernt hielt, eine Freundin von Georgine erzählte, dass sie am Tag vor ihrem Verschwinden miteinander telefoniert hätten. Nach Angaben der Ermittler blieb das Telefon des Mädchens den ganzen Vormittag eingeschaltet, während sie in der Schule war. Aber gegen 14:04 Uhr, als Georgine bereits an der Bushaltestelle stand, erhielt sie einen Anruf. Sie nahm ihn nicht entgegen und 2 Sekunden später schaltete sich das Telefon aus. Das erschien äußerst verdächtig. Das Mädchen wartete ungeduldig auf einen Anruf von der Agentur. Daher war es außergewöhnlich, dass sie ihr Telefon selbst ausgeschaltet hatte, selbst wenn sie ein Date gehabt hätte. Die Ermittler vermuteten, dass Georgine entführt worden sein könnte. Wahrscheinlich hatte der Täter das Telefon des Mädchens bemerkt und den eingehenden Anruf gehört, es ihr weggenommen und sofort entsorgt. Die Polizei ging davon aus, dass der Täter Georgine auf dem etwa 200 Meter langen Weg von der Bushaltestelle zu ihrem Haus angesprochen und sie entweder in seine Wohnung oder in sein Auto gelockt hatte. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Täter das Mädchen möglicherweise mehrere Tage lang beobachtet und sogar mit ihr gesprochen hatte, bevor er sich zu dem Überfall entschloss. Bislang gab es jedoch weder Hinweise noch Informationen über den Verdächtigen oder den Aufenthaltsort von Georgine. Noch in derselben Nacht begann die Suche. Man setzte ausgebildete Hunde ein und verteilte Flugblätter mit den letzten Fotos des Mädchens. Darauf war angegeben, dass Georgine etwa 165 Zentimeter groß, schlank und mit langen, glatten, kastanienbraunen Haaren war. Sie trug eine helle Jeans mit Flecken von Bleichmittel, einen rosa Kapuzenpulli, eine blaue Bluse mit Aufschrift und braune Stiefel. Sie hatte eine rosa Tasche mit einem chinesischen Symbol dabei, aber alle Bemühungen schienen erfolglos zu sein. Die Polizei fand weder Georgine noch ihre Kleidung. Nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass die Situation viel komplizierter war, als es zunächst schien, kamen die Polizeibeamten zu dem Schluss, dass ihre Vermutung, das Mädchen sei entführt worden, höchstwahrscheinlich richtig war. Im Oktober wurde eine Belohnung von 5.000 € für jede Information über den Aufenthaltsort von Georgine ausgesetzt. Der Fall wurde in den lokalen Medien bekannt und die Polizei erhielt Dutzende von Anrufen über mögliche Sichtungen in verschiedenen Stadtteilen Berlins. Aber alle diese Hinweise erwiesen sich als falsch. Auch kürzlich entlassene Häftlinge und Personen, die gegen Kaution freigelassen worden waren, wurden überprüft, aber keiner von ihnen passte zu der Entführungsversion von Georgine. Nach einigen Monaten wurde die Untersuchung mangels Beweisen eingestellt. Es gab keinen einzigen Anhaltspunkt. 3 Jahre nach ihrem Verschwinden nahmen die Ermittler die Suche mit Hilfe von Hunden wieder auf. Sie durchsuchten die Vororte und Wälder von Moabit, fanden aber erneut nichts. Die Polizei überprüfte außerdem mehr als 300 Hinweise und durchsuchte die Keller asiatischer Einrichtungen in der Gegend, alles ohne Erfolg. In den folgenden Jahren wurde Georgines Verschwinden zu einem der bekanntesten Fälle in Deutschland. Die Berliner Polizei stand weiterhin in engem Kontakt mit der Familie des Mädchens und leistete psychologische Hilfe. Es gab jedoch auch diejenigen, die mit der offiziellen Version nicht einverstanden waren. Ermittler Thomas Rowe glaubte, dass Georgine freiwillig gegangen war
und sich immer noch irgendwo versteckte Vesna hingegen erklärte gegenüber den Medien, dass ihre Tochter höchstwahrscheinlich noch am Leben sei. Sie stellte sich gerne vor, dass Georgine nach Indien gegangen sei, um in den Filmen mitzuspielen, die sie so sehr liebte. Bevor wir jedoch über die weiteren Ermittlungen sprechen, ist es wichtig zu verstehen, wer dieses Mädchen war, dessen Verschwinden Berlin erschütterte. Georgine Krüger wurde am 12. April 1992 in München geboren. Sie war das mittlere Kind in der Familie. Tommy war 8 Jahre älter und Michele 2 Jahre jünger. Gina, wie sie von ihren Angehörigen genannt wurde, hatte eine relativ normale Kindheit. Alle beschrieben sie als fröhliches, lebenslustiges und energiegeladenes Mädchen. Aber als sie 12 Jahre alt wurde, änderte sich alles. Georgines Eltern ließen sich scheiden. Ihr Vater zog mit Tommy weg, während sie bei ihrer Mutter und ihrer Schwester blieb. Ihr Vater schickte zwar Geld, kümmerte sich aber kaum um seine Kinder. Seine ganze Aufmerksamkeit galt seinem Sohn, und die Beziehung zu den Mädchen verschwand nach und nach. Georgine und Michele waren hervorragende Schülerinnen. In ihrer Freizeit beschäftigten sich beide mit Tanz, Theater, Musik und Büchern. Die Kunst nahm einen wichtigen Platz in ihrem Leben ein, und wie wir wissen, Bücher sind hier besonders wichtig. Denn auch sie können uns eine ganze Welt voller Emotionen, Geschichten und sogar Geheimnisse eröffnen. Georgine liebte besonders indische Filme. Sie liebte es, Musicals anzuschauen und die Tanzbewegungen vor dem Spiegel nachzumachen. Mit den Jahren wurde ihr immer klarer, dass es ihre Bestimmung war, Schauspielerin zu werden. Sie dachte auch über eine Karriere als Model nach. Sie posierte gerne vor dem Spiegel. Anfang 2006 wurde Vesna ein gut bezahlter Job in Berlin angeboten, weshalb Georgine und ihre Schwester mit ihr in das Haus ihrer Großmutter im Wohnviertel Moabit ziehen mussten. Dort mussten sie ihr Leben von vorne beginnen. Die Mädchen besuchten eine renommierte Schule im Nachbarviertel, nur eine Haltestelle von ihrem Zuhause entfernt. Dennoch war Georgines Leben alles andere als ideal. Sie hatte fast keine Freunde und viele Mädchen mochten sie nicht. Sie fanden es störend, dass sie immer modisch gekleidet war und sich zu auffällig schminkte. Im Jahr 2006, als Georgine 14 Jahre alt wurde, beschloss sie, ihren Traum zu verwirklichen und Schauspielerin zu werden. Sie begann, verschiedene Castings zu besuchen, und bald lud sie eine Agentur zu einem Vorsprechen für eine Nebenrolle in der Fernsehserie Türkisch für Anfänger ein. Am 22. September bestand Georgine das Casting und erhielt viel Lob. Die Produzenten versprachen, sich am Montag, dem 25. mit ihr in Verbindung zu setzen, um den Vertrag zu unterzeichnen, damit sie bereits im Sommer mit den Dreharbeiten beginnen konnte. Leider wartete das Mädchen vergeblich auf diesen ersehnten Anruf und konnte keine große Schauspielerin werden. Im Jahr 2016, 10 Jahre nach Georgines Verschwinden, nahm die Untersuchung eine 180-Grad-Wende in Moabit, wurde eine neue Suche organisiert, was neues Interesse an dem Fall weckte. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Die Bewohner der Straße, in der das Mädchen lebte, wandten sich wegen eines Nachbarn, der ihnen Sorgen bereitete, an die Polizei. Dieser Mann schien ein besonderes Interesse an minderjährigen Mädchen zu haben. Er lud sie aktiv zu sich nach Hause ein und stellte ihnen äußerst seltsame Fragen. Mit diesen Informationen überprüften die Ermittler erneut die Zeugenliste und stießen auf einen Fall aus dem Jahr 2013. Es handelte sich um Ali, genau den Mann, auf den die Bewohner von Moabit hingewiesen hatten. Er war ein türkischer Migrant. Er war verheiratet und hatte 3 Kinder. Die Ermittler begannen eine verdeckte Untersuchung und stießen auf skandalöse Fakten. Im Juli wandten sich 2 Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren an die Polizei. Sie gaben an, dass Ali sie verfolgt und mit unanständigen und zweideutigen Kommentaren belästigt habe. Es stellte sich auch heraus, dass der Mann 4 Jahre zuvor bereits wegen eines Übergriffs auf ein Mädchen aus einer örtlichen Schule unter Untersuchung stand. Ali versprach ihr ein Smartphone zu einem günstigen Preis. Das Mädchen willigte ein, doch als sie in den Keller seines Hauses hinunterging, stellte sie fest, dass alles eine Falle war. Der Mann sagte ihr, dass er in sie verliebt sei und seine Frau verlassen werde, damit sie zusammen sein könnten. Dann versuchte er, sie zu küssen, doch das Mädchen wehrte sich, woraufhin er sie schlug. Danach verging er sich an ihr und reichte ihr anschließend ein Taschentuch, damit sie ihre Tränen abwischen konnte. Ali drohte dem Mädchen, niemandem von dem Vorfall zu erzählen.
Sie willigte ein, erzählte aber sofort ihren Eltern davon, als sie nach Hause kam. Diese erstatteten sofort Anzeige bei der Polizei, und das Mädchen wurde wegen der erlittenen Verletzungen zur Untersuchung geschickt. Sie beschrieb detailliert den Keller, in dem sie festgehalten worden war, und sagte, er habe wie eine unheimliche Höhle gewirkt. Genau dort wurde Ali festgenommen. Bei der Vernehmung gab er seine Version der Ereignisse wieder. Der Mann erklärte, er habe ihr ein Telefon verkaufen wollen, aber als sie im Keller waren, habe das Mädchen angeblich zugegeben, dass sie kein Geld habe und auf eine andere Weise bezahlen werde danach. So Ali habe sie ihn geküsst und sich selbst ausgezogen, woraufhin er überfordert gewesen sei, sie gestoßen habe und sie sich den Kopf gestoßen habe. So erklärte er ihre Verletzungen und Blutergüsse. Alis Ehefrau unterstützte ihren Mann voll und ganz und beschuldigte das Mädchen, versucht zu haben, ihn zu verführen. Letztendlich wurde Ali wegen sexuellen Übergriffs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Im Jahr 2011 stand er erneut unter Ermittlungen, zog jedoch trotzdem eine 17-Jährige in einen Keller und versuchte sie anzugreifen. Als sie sagte, dass sie noch Jungfrau sei, ließ er sie gehen. Das Mädchen musste außerdem versprechen, nicht zur Polizei zu gehen, doch schließlich zeigte sie ihn doch an. Im Jahr 2012 befand das Bezirksgericht Ali für schuldig, das Mädchen angegriffen zu haben. Aufgrund seiner günstigen sozialen Prognose erhielt er eine Strafe von weniger als 2 Jahren und kam erneut auf Bewährung frei. Nach Angaben des Opfers wies sie die Polizei nach einiger Zeit selbst darauf hin, dass Ali möglicherweise mit dem Verschwinden von Georgine Krüger in Verbindung stehen könnte. Anstatt ihr jedoch zu glauben, tadelten die Polizeibeamten sie und erklärten, dass man ohne Beweise keine Anschuldigungen erheben könne. Im Januar 2014 versuchte Ali, der sich noch immer auf Bewährung befand, erneut seine 14-jährige Nachbarin in den Keller zu zerren, was ihm jedoch nicht gelang. Die Polizeibeamten, die die Anzeige entgegennahmen, beschränkten sich darauf, einen Bericht über den Vorfall zu erstellen. Alle diese Fälle hatten Ähnlichkeiten mit dem Fall Georgine Krüger. Die Opfer waren Schülerinnen und kamen auf dem Heimweg zu Fuß an Alis Haus vorbei. Aber das war noch nicht alles. Die Ermittler fanden außerdem heraus, dass der Mann kurz nach Georgines Verschwinden bereits als Zeuge befragt worden war und behauptet hatte, sie nicht zu kennen. Das erschien umso verdächtiger, da sie buchstäblich in derselben Straße wohnten. Im Frühjahr 2017 bestätigte die Staatsanwaltschaft schließlich den Verdacht gegen Ali. Die Überprüfung seines Telefons und die Abhörung ließen kaum Zweifel offen. Die Ermittler kamen jedoch zu dem Schluss, dass der Fall der beiden Mädchen, 11 und 13 Jahre alt, keine strafrechtliche Bedeutung hatte und das Verfahren wurde eingestellt. Das Gleiche geschah auch mit dem Fall Georgine Krüger. Die Ermittler sahen keine Aussicht auf Erfolg, aber unter den Ermittlern gab es auch solche, die nicht aufgeben wollten. Sie zweifelten an den offiziellen Schlussfolgerungen und waren bereit, alles zu tun, um den Täter zu überführen. Die 6. Mordkommission beschloss, einen Spezialisten verdeckt einzusetzen. Seine Aufgabe war es, sich Ali anzunähern, um herauszufinden, ob er etwas mit Georgines Verschwinden zu tun hatte und möglicherweise ein Geständnis von ihm zu erlangen. Abgehörte Gespräche zeigten, dass der 43-jährige Mann hohe Schulden hatte. Er hatte 10.000 Euro beim Pokern verloren. Ali war praktisch arbeitslos und brauchte leicht verdientes Geld. Außerdem wurde bekannt, dass er modische Kleidung trug, um jünger auszusehen, und Teenagern half, Alkohol und Zigaretten zu kaufen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Darüber hinaus war er ein leidenschaftlicher Liebhaber luxuriöser Autos. In seiner Freizeit besuchte Ali ein türkisches Café im Erdgeschoss seines Wohnhauses. Er hatte keine engen Freunde. Er unterhielt sich hauptsächlich mit zufälligen Personen, die dieses Lokal besuchten. Der verdeckte Ermittler erhielt den Namen Hakan und ließ sich in derselben Gegend wie Ali nieder. Er betrat das Café und inszenierte einen lauten Streit mit einem anderen verdeckten Ermittler, um die Aufmerksamkeit des Verdächtigen auf sich zu lenken. Im Laufe des Gesprächs gab sich Hakan als erfolgreicher Geschäftsmann aus, der nach Moabit gekommen war, um eine Tankstelle zu eröffnen. Er erzählte, dass er dringend einen Manager suche und dass die Stelle gut bezahlt sei. Als der 2. Polizeibeamte gegangen war, blieb Hakan allein zurück. Und Ali ging sofort auf ihn zu. Er stellte sich als idealer Kandidat für die Stelle des Managers vor, und Hakan nannte ihm die Höhe des Gehalts. Alis Augen leuchteten auf. Endlich könnte er seine Schulden begleichen. In den folgenden Monaten wurde Hakan ein enger Freund von Ali. Im November 2017 tauschten sie ihre Telefonnummern aus,
und Hakan begann, ihn in Sportwagen herumzufahren und in Nachtclubs mitzunehmen. Aber die Ermittlungen kamen nicht voran. Der Verdächtige zeigte sich nur von seiner besten Seite, um die Stelle an der vorgeblich existierenden Tankstelle zu bekommen. Da beschlossen die Ermittler, mehr Verwandte einzuschalten. Susan tauchte auf, eine weitere verdeckte Ermittlerin, die als Hakans Ehefrau vorgestellt wurde. Bald verbrachten sie viel Zeit mit Ali und seiner Frau Melek. Nach einigen Treffen wurden die 4 zu einer Art Freundeskreis. Aber auch Susan gelang es nicht, irgendwelche Informationen zu erhalten. Alis Ehefrau sah in ihm einen Heiligen. Sie hielt ihn für einen guten Menschen, der einfach Pech im Beruf hatte und offenbar nichts über Georgines Verschwinden wusste. In diesem Moment bemerkte Meleks Schwester, dass Hakan und Susan nicht wie ein verliebtes Paar wirkten, und sie fand es verdächtig, wie schnell sie in das Leben ihrer Familie eingetreten waren. Ali ignorierte jedoch ihre Worte. Er brauchte den Job, den Hakan ihm versprochen hatte, dringend. Der verdeckte Ermittler schaffte es, eine so starke Beziehung zu ihm aufzubauen, dass Ali ihm und Susan sogar anvertraute, auf ihre Kinder aufzupassen. Aber das brachte die Ermittlungen trotzdem nicht weiter. Schließlich beschloss die Polizei, einen weiteren verdeckten Ermittler einzusetzen. Das war Kara, Hakans Cousin, der Alis dunklere Seite ans Licht bringen sollte. Der Mann stellte sich dem Verdächtigen vor, sagte, er habe eine kriminelle Vergangenheit und lud Ali ein, in einem Bordell etwas trinken zu gehen. Dort erzählte er, dass er mit illegalen Geschäften eine große Summe Geld verdient habe und nun überlegen müsse, wie er sie ausgeben solle. Aber Ali tappte erneut nicht in die Falle. Die Ermittler begannen zu zweifeln. Vielleicht war dieser Mann doch nicht der, den sie suchten. Doch wie vom Schicksal gewollt, erhielt die Polizei von Moabit am 31. März 2018 einen Anruf bei der Notrufnummer. Ein unbekannter Mann gab an, zu wissen, wo die Leiche von Georgine Krüger versteckt sei. Er nannte die Koordinaten und legte abrupt auf. Am 19. April begab sich die Polizei an den angegebenen Ort, in einen nahegelegenen Wald, fand jedoch keine Hinweise. Da kam den Ermittlern eine neue Idee. Sie wollten Flyer mit einem QR-Code verteilen, damit die Einwohner von Moabit die Stimme des mutmaßlichen Anrufers hören und anrufen konnten, wenn sie ihn erkannten. Es blieb nur abzuwarten, wie Ali auf die Wiederaufnahme des Falls reagieren würde. Wenn er nervös werden würde, würde das nur eines bedeuten. Er war genau der Mann, den sie so lange gesucht hatten. Im Mai desselben Jahres verbreitete die Polizei über die Medien die Nachricht, dass der Fall Georgine Krüger wieder aufgenommen worden sei und dass sie nicht aufgeben würden, bis sie die Wahrheit herausgefunden hätten. Zu dieser Zeit installierte Hakan Überwachungskameras in seinem Luxusauto und legte einen der Flyer mit dem QR-Code neben die Zeitung, in der der Artikel veröffentlicht worden war. Dann bot er Ali an, mit seiner Frau mitzufahren. Dieser willigte ohne zu zögern ein. Es war schon immer sein Traum gewesen, ein solches Auto zu fahren. Als das Ehepaar in das Auto stieg, konnten die Ermittler über die Kameras beobachten, wie Alis Ehefrau das Blatt gleichgültig durchblätterte. Bei Ali verlief es jedoch anders. Er wurde sichtlich nervös und begann laut zu spekulieren. Nach der Fahrt brachte der Mann das Blatt in ein türkisches Café und versuchte von den Besuchern herauszufinden, ob sie etwas über die Angelegenheit wussten. Er sagte, er wolle der Polizei helfen, den Schuldigen zu finden. Aber die Ermittler hatten das Gefühl, dass sein Motiv ein ganz anderes war, und bald wollten sie das beweisen. Im Oktober 2018 beschloss Kara schließlich ernsthaft mit Ali zu sprechen. Er erzählte ihm, dass seine Freundin ihm große Probleme bereite und er sie nicht loswerden könne, weil sie kompromittierendes Material über ihn habe. Sie verlangte eine riesige Summe Geld für die Trennung und drohte andernfalls zur Polizei zu gehen und zu behaupten, Kara habe einen Menschen getötet. Daraufhin bot der verdeckte Ermittler Ali 100.000 Euro für den Mord an seiner Freundin und weitere 50.000 Euro, wenn die Leiche innerhalb eines Jahres nicht gefunden würde. Der Mann hatte noch nicht als Manager angefangen, daher hätte ihm das Geld sehr gelegen, und er hatte keine moralischen Bedenken hinsichtlich des Auftrags. Endlich könnte er seine Schulden bezahlen. Er fragte nach dem Gewicht der Frau, ob er ein Auto besorgen müsse und welcher Ort für den Angriff am besten geeignet sei. Es schien, als hätte er so etwas schon einmal gemacht. Das Gespräch wurde für einige Tage unterbrochen, und der verdeckte Ermittler kehrte mit den Audioaufzeichnungen der Gespräche in sein Büro zurück. Am 30. Oktober reisten Kara und Ali nach Frankfurt, wo sie erneut über das geplante Verbrechen sprachen. Kara sagte ihm, dass er nicht glaube, dass er zu einem Mord fähig sei,
und dass nur der Wunsch, schnell Geld zu verdienen, ihn zu solchen Gedanken treibe. Da gestand Ali, was er viele Jahre lang verheimlicht hatte. Mord war für ihn nichts Unbekanntes. Mehr noch, er hatte es schon einmal getan. Ali erzählte, dass 2006 ein 14-jähriges Mädchen in seine Straße im Stadtteil Moabit gezogen war, das ihn völlig in seinen Bann gezogen hatte. Er sah sie zweimal täglich an seinem Haus vorbeigehen, auf dem Weg zur Schule und zurück. Trotz ihres jungen Alters begann Ali, ihr Komplimente zu machen und ihr zu sagen, dass er sie äußerst attraktiv fand. Im Laufe der Monate wurde seine Anziehungskraft immer stärker. Am 25. September 2006, gegen 14 Uhr, wartete der Mann vor seinem Haus, um zu sehen, ob das Mädchen vorbeikommen würde. Aber an diesem Tag beschloss er, sich nicht auf Worte zu beschränken. Er ging einen Schritt weiter. Die Straße war ruhig und menschenleer. Der perfekte Moment. Er bat sie, ihm zu helfen, schwere Taschen in den Keller zu tragen, und versprach ihr eine kleine Belohnung. Das Mädchen kannte ihn und wusste, dass er ein Familienvater war, also willigte sie ein. Als sie im Keller waren, schloss Ali die Tür ab und versuchte, sie zu küssen. Das Mädchen wehrte sich, aber er schlug ihr mit einem Metallgegenstand auf den Kopf. Als sie das Bewusstsein verlor, misshandelte er sie schwer und erwürgte sie dann mit seinen eigenen Händen. Er konnte sie nicht am Leben lassen. Er hatte Angst, dass sie der Polizei erzählen würde, was passiert war. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass das Mädchen tot war, wickelte er sie in Müllsäcke und einen Teppich. 3 Tage später warf er die Überreste in einen Müllcontainer neben dem Haus, von wo aus sie sofort auf die Mülldeponie gebracht wurden. Dieser Müll wurde ständig verbrannt, so dass es unmöglich war, die Leiche zu finden. Das Mädchen, das Ali getötet hatte, war Georgine Krüger. Sein Geständnis war gerade auf Karas Audiogerät aufgezeichnet worden. Im Dezember 2018 verhaftete die Polizei Ali schließlich. Der Angeklagte weigerte sich, bei der Vernehmung auszusagen, was den Prozess in die Länge zog. Er behauptete, dass es ohnehin keine Beweise für seine Verbindung zu dem Mord gebe. Und in gewisser Weise hatte er recht. Die Ermittler hatten keine direkten Beweise gegen ihn, außer dem aufgezeichneten Geständnis, und ohne die DNA des Opfers, die im Keller gefunden wurde und ihren Tod bestätigte, war es äußerst schwierig, Anklage zu erheben. Ali blieb 1,5 Jahre in Haft, und obwohl Georgines Familie keine Gerechtigkeit erfahren hatte, waren sie doch sehr erleichtert, als sie erfuhren, dass der Mörder endlich gefunden worden war. In der Zwischenzeit wurde die Untersuchung zu Georgines Verschwinden fortgesetzt. Die Ermittler suchten beharrlich nach Beweisen, in der Hoffnung, stichhaltige Anklagen erheben zu können. Selbst wenn sie keine Beweise gefunden hätten, hätte das von einem verdeckten Ermittler aufgezeichnete Geständnis vor Gericht großes Gewicht gehabt. Das Strafprozessrecht in Deutschland ist in Bezug auf die Verwendung von Beweisen weniger streng als in anderen Ländern. Schließlich erklärte Martin Stellner, Vertreter der Staatsanwaltschaft, dass der Richter eine verdeckte Ermittlung gegen Ali genehmigt habe. Am 31. Juli 2019 begann der Prozess. Ali wurde des Mordes und der schweren Misshandlung von Georgine Krüger angeklagt. Der Angeklagte rechtfertigte sich damit, dass er das Verbrechen erfunden habe, um Karas Vertrauen zu gewinnen. In Wirklichkeit habe er vorgehabt, ihn der Polizei zu übergeben und seine Freundin zu retten. Er hatte nie ernsthaft daran gedacht, ihm bei der Tötung zu helfen. Das Geständnis zum Mord an Georgine enthielt jedoch zu viele konkrete Details, um nur eine Erfindung zu sein. Am 17. März 2020 wurde Ali des Mordes an Georgine Krüger für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Doch obwohl der Mörder hinter Gittern sitzt, hat Georgines Familie noch immer keine Gerechtigkeit erfahren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts war die Leiche des Mädchens noch immer nicht gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind die Chancen, die Leiche zu finden, äußerst gering. Höchstwahrscheinlich wurde sie zusammen mit dem Müll entsorgt, nachdem Ali sie 2006 weggeworfen hatte. Was das Vorgehen der Polizei angeht, so gab es einige Kontroversen. Die Medien stellten die Frage, hätten die Ermittler Ali nicht schon 2012 ins Visier nehmen müssen, als er wegen sexuellen Übergriffs verurteilt wurde? Hätte man damals die Fakten verglichen, hätten viele Mädchen seine Übergriffe vielleicht vermeiden können. Die Polizeibehörde und die Staatsanwaltschaft begründeten ihre Haltung damit, dass nicht alle wegen sexueller Belästigung Angeklagten in das polizeiliche Informationssystem aufgenommen werden. Daher war es für andere Dienststellen nicht offensichtlich, dass der Verdächtige etwas mit dem Fall Georgine Krüger zu tun haben könnte.
Trotz der brillanten verdeckten Ermittlungen hat die Polizei die Mädchen aus dem Stadtteil Moabit im Stich gelassen, indem sie ihnen mehr als 10 Jahre lang erlaubt hat, in der Nachbarschaft eines Vergewaltigers und Mörders zu leben. Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen. Wird Georgines Leiche jemals gefunden werden? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.